Ein junges Paar machte sich auf den Weg zu einem Rendezvous in einen Park außerhalb der Stadt. Was jedoch danach geschah, glich fast 1:1 einer beliebten Handlung aus Horrorfilmen. 4 Jahrzehnte lang gelang es den Ermittlern nicht, diesen Fall aufzuklären. Und als sie schließlich die lang ersehnten Antworten erhielten, erwartete sie eine letzte, unerwartete Wendung. Liana Gay Addank wurde am 21. November 1960 in der amerikanischen Stadt Eugene im Bundesstaat Oregon geboren. Sie wuchs in einer großen Familie auf. Sie hatte viele Geschwister sowie Cousins und Cousinen. Alle standen einander sehr nahe. Liana interessierte sich für Sport und Musik, aber am meisten liebte sie das Reiten. Jedes Wochenende ritt das Mädchen zusammen mit einer Freundin auf Pferden durch die Umgebung ihrer Stadt. Das war ihre größte Leidenschaft. Liana besuchte die örtliche Highschool und als sie 16 Jahre alt war, lernte sie dort einen Jungen namens Eric Goldstrand kennen. Sie waren gleichaltrig und kurz nach ihrer Begegnung begann das Paar sich zu treffen. Eric spielte in der Schulfußballmannschaft und hatte viele Freunde, die seine grenzenlose positive Art schätzten. Er und Liana fanden schnell zueinander und in den folgenden Monaten entwickelte sich ihre Beziehung rasant. Auch die Verwandten von Eric und Liana bemerkten, dass sie glücklich waren und hervorragend zueinander passten. Anfang Juni 1977 beendeten sie das Schuljahr und vor ihnen lagen die Sommerferien. Da es jedoch bereits warm und sonnig war, wollten weder Eric noch Liana im Unterricht sitzen. Am Donnerstag, dem 9. Juni, beschlossen sie, einen Teil des Unterrichts zu schwänzen und in einen Park außerhalb der Stadt zu fahren. Dieser lag mitten im Wald, war jedoch mit Camping- und Picknickplätzen ausgestattet. Eric und Liana wollten etwas zu essen mitnehmen und außerdem im Fluss angeln. Sie erzählten ihren Eltern von ihren Plänen und fuhren am Nachmittag mit dem Auto des Jungen in den Park. Sie sollten gegen Abend zurück sein, doch die Zeit verging und das Paar war immer noch nicht da. Gegen 22 Uhr begannen ihre Angehörigen sich ernsthaft Sorgen zu machen. Erics Eltern wussten, dass sein Pickup in letzter Zeit Probleme gemacht hatte und das Auto jederzeit stehen bleiben konnte. Er hatte sogar erwähnt, dass seine Eltern ihn suchen müssten, falls er nicht nach Hause zurückkehren sollte, weil das wahrscheinlich bedeuten würde, dass sein Pickup eine Panne hatte. Gegen 10:30 taten sie genau das. Die Eltern des Jungen stiegen in ihr Auto und fuhren in Richtung Park. Sie rechneten damit, seinen Pickup irgendwo am Straßenrand zu sehen, doch auf dem ganzen Weg fiel er ihnen nicht ins Auge. Erst als die Eltern auf den Parkplatz des Parks neben dem Picknickplatz fuhren, sahen sie, dass Erics Auto immer noch dort geparkt war. Da es fast Mitternacht war, kam ihnen das sehr seltsam vor. Die Eltern konnten nicht glauben, dass Eric oder Liana so lange im Park geblieben waren. Der Parkplatz lag praktisch mitten im Wald und es gab dort buchstäblich keine Beleuchtung, sodass die Eltern in Panik gerieten. Das Auto war verschlossen und durch die Scheiben sahen die Eltern, dass Erics Brieftasche sowie seine Oberbekleidung im Innenraum lagen. Sie begannen, ihn bei seinem Namen zu rufen, doch als Antwort kam nur Stille. Da sie sich wegen der undurchdringlichen Dunkelheit auch nicht weit vom Auto entfernen konnten, beschlossen die Eltern, zum nächsten Telefon zu fahren und die Polizei um Hilfe zu bitten. Die örtliche Polizeidienststelle schickte mehrere Beamte dorthin und deren erster Gedanke war, dass Eric und Liana sich möglicherweise zu Fuß im Wald verirrt haben könnten. Außerdem gab es in der Nähe des Wagens keine Spuren eines Kampfes und nichts deutete darauf hin, dass das Paar Opfer eines Überfalls geworden sein könnte. Erics Eltern weigerten sich jedoch strikt zu glauben, dass ihr Sohn sich verlaufen hatte. Er ging seit seiner Kindheit in diesen Wald und kannte ihn sehr gut. Die Beamten begannen, das Gelände in der Nähe des Parkplatzes mit Taschenlampen abzusuchen, doch deren Licht reichte kaum aus, um in der stockdunklen Waldnacht überhaupt etwas zu erkennen. Doch schon bald gelang es ihnen, etwas Seltsames neben einem Picknicktisch zu entdecken, etwa 30 Meter vom Parkplatz entfernt. Als sie näher kamen, stellten die Polizisten fest, dass es sich um eine menschliche Leiche handelte. Die Beamten sahen, dass es sich um Liana handelte. Sie war völlig unbekleidet und unweit der Leiche lag ihr Badeanzug. Die Polizisten bemerkten außerdem mehrere Schusswunden an ihrem Körper, was endgültig bestätigte, dass es sich um einen Mord handelte und nicht um einen anderen Todesfall wie etwa einen Unfall. Die Beamten riefen Verstärkung herbei
und setzten die Durchsuchung des Geländes in der Umgebung fort. Von Eric fehlte jedoch jede Spur. Aufgrund der undurchdringlichen Dunkelheit beschlossen sie, die Suche vorübergehend einzustellen, da die Taschenlampen keine ausreichend gründliche Untersuchung des Geländes ermöglichten und die Beamten leicht etwas Wichtiges hätten übersehen können. Außerdem befürchteten sie, mögliche Spuren zu zerstören, weshalb beschlossen wurde, die Suche nach dem Jungen bei Tagesanbruch wieder aufzunehmen. In der Zwischenzeit wurde Lianas Leiche den Gerichtsmedizinern übergeben, die bestätigten, dass die Todesursache 3 Schussverletzungen aus einer Pistole des Kalibers 22 waren. Darüber hinaus stellten sie Anzeichen von Misshandlung fest und sicherten eine biologische Probe des Täters. Doch in jenen Jahren gab es noch keine DNA-Analyse, weshalb dieser Beweis den Ermittlern nicht helfen konnte, den Täter zu identifizieren. Sobald es dämmerte, begannen die Polizisten mit der Suche nach Eric. Sie schlossen nicht aus, dass der junge Mann in direktem Zusammenhang mit dem Mord stehen könnte, doch schon bald erledigte sich diese Theorie von selbst. Als einer der Polizisten in ein Gebüsch 8 Meter vom Fundort von Liana entfernt blickte, entdeckte er Erics Leiche. Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass er an 2 Schussverletzungen gestorben war, wobei diese Schüsse im Gegensatz zu denen auf Liana aus deutlich größerer Entfernung abgegeben worden waren. Aufgrund all dieser Erkenntnisse entwickelten die Ermittler ihre eigene Version des Geschehens. Ihrer Meinung nach war Liana das eigentliche Ziel des Täters. Angesichts der sexuellen Nötigung gingen die Gerichtsmediziner davon aus, dass das Mädchen möglicherweise zuerst getötet worden war. Möglicherweise war Eric zum Baden an den Fluss gegangen, der etwas abseits des Parkplatzes lag, während Liana dort zurückblieb. In diesem Moment wurde sie vom Täter angegriffen, woraufhin Eric zurückkehrte und der Mörder ihn aus einer Entfernung von etwa 10 Metern erschoss. Somit hatten es die Ermittler mit einem Doppelmord zu tun und von den ersten Stunden der Ermittlungen an setzten sie alle Kräfte darauf an, den Täter zu finden. Bereits nach der Entdeckung der ersten Leiche errichteten die Polizisten Straßensperren auf allen Wegen, die aus dem Wald führten, in der Hoffnung, den Täter auf frischer Tat oder zumindest auf der Flucht zu fassen. Doch dies blieb erfolglos. Sie begannen zudem, andere Fälle zu untersuchen, bei denen Waffen desselben Kalibers verwendet worden waren. Parallel dazu überprüften die Polizisten Personen mit krimineller Vergangenheit, die theoretisch hinter diesem Mord stehen könnten. Die Ermittlungen wurden durch die Tatsache erschwert, dass die Ermittler praktisch keine Spuren hatten. Den Kriminaltechnikern gelang es jedoch, irgendwo am Tatort einen fremden Fingerabdruck zu finden. Die Polizisten verglichen ihn mit allen Personen, die sie als Verdächtige in Betracht zogen, doch es gab keine Übereinstimmungen. Sie führten auch Verhöre unter Einsatz eines Lügendetektors durch, doch auch das brachte sie der Aufklärung nicht näher. Der Mord an Eric und Liana wurde zu einem der wichtigsten Nachrichtenthemen in der Stadt, weshalb die Polizei eine große Anzahl von Anrufen mit Hinweisen erhielt. Sie überprüften jeden einzelnen sorgfältig, gerieten jedoch immer wieder in eine Sackgasse. Irgendwann rief ein Mann an, der eine recht interessante Geschichte erzählte. Er berichtete, dass er am Tag des Mordes in der Nähe jenes Flusses gewesen sei, unweit dessen die Leichen der Opfer gefunden worden waren, allerdings auf der anderen Seite des Ufers. Der Zeuge war dort zusammen mit einem Freund unterwegs und sie suchten nach einem geeigneten Ort zum Angeln. Irgendwann bemerkten die Männer am anderen Ufer ein Paar, das laut Beschreibung auf Eric und Liana passte. In diesem Moment begann der Freund des Zeugen davon zu sprechen, dass er dem Mädchen gegen ihren Willen etwas antun wolle. Die Polizisten begannen daraufhin, diesen Mann zu überprüfen und erfuhren, dass er sehr aggressiv und streitlustig war und zudem im Besitz einer Schusswaffe gewesen sein soll. Sie zogen in Betracht, dass er an diesen Ort zurückgekehrt sein könnte, nachdem sein Freund weggefahren war und die Tat begangen haben könnte. Die Ermittler luden ihn zu einer Vernehmung vor und der Mann bestritt jegliche Beteiligung an diesem Fall. Sie verglichen auch seine Fingerabdrücke mit dem am Tatort gefundenen Abdruck, doch sie stimmten nicht überein. Allerdings hatten die Ermittler keine 100%ige Gewissheit, dass dieser Abdruck tatsächlich vom Mörder stammte und nicht von jemand anderem. Daher schloss dies eine Beteiligung des Mannes nicht vollständig aus. Ohne Geständnis oder irgendwelche Beweise konnten sie ihm jedoch keine Anklage vorlegen, weshalb der Mann wieder freigelassen werden musste. Seitdem hatten die Polizisten noch viele weitere Verdächtige, doch jedes Mal stießen sie auf dasselbe Problem: das völlige Fehlen von Beweisen.
Auch niemand hatte es eilig, die Tat zu gestehen, weshalb der Fall mit der Zeit in eine Sackgasse geriet und schließlich in den Akten verschwand. Seitdem gab es keinerlei Fortschritte, bis man 1995 beschloss, den Fall erneut zu prüfen. Zu diesem Zeitpunkt waren seit dem Mord bereits 18 Jahre vergangen und die DNA-Analyse war in der Kriminalistik inzwischen weit verbreitet. Die Ermittler schickten eine im Lager aufbewahrte biologische Probe des Täters ins Labor und die Experten konnten daraus das DNA-Profil des Mörders gewinnen. Dieses wurde anschließend in die FBI-Datenbank eingegeben, doch dort gab es keine Übereinstimmungen. Dies deutete darauf hin, dass der Täter entweder in anderen Fällen nie von der Polizei erfasst worden war oder dass dies noch vor der Einführung der verpflichtenden DNA-Probenahme geschehen war. Seitdem wurde der Fall von Liana und Eric noch einige Male erneut untersucht, doch den Polizisten gelang es nicht, der Festnahme des Täters näher zu kommen. Im Jahr 2014, also 37 Jahre nach dem Mord, wurde ein neuer Ermittler aus der Abteilung für ungelöste Mordfälle mit dem Fall betraut. Zu diesem Zeitpunkt ergab die DNA-Probe des Mörders noch immer keine Übereinstimmung in der FBI-Datenbank. Der Ermittler beschloss jedoch, einen anderen Weg einzuschlagen. Aufgrund der Umstände des Vorfalls begann er zu vermuten, dass der Angriff auf Eric möglicherweise nicht der erste Mord des mysteriösen Täters gewesen war. Und tatsächlich könnte es sich um einen Serienmörder gehandelt haben. Bei der Untersuchung möglicher Kandidaten für diese Rolle stieß der Ermittler auf einen Mann namens Thor Christiansen. Er war von 1976 bis 1979 in Kalifornien aktiv und hatte 4 nachgewiesene Morde an jungen Frauen begangen. Thor ging immer nach demselben Muster vor. Er suchte sich seine zukünftigen Opfer auf den Straßen aus, wenn sie per Anhalter unterwegs waren, tötete sie anschließend mit einer Pistole des Kalibers 22 und missbrauchte ihre Leichen anschließend. All diese Verbrechen ereigneten sich zwar in Kalifornien, doch bald stieß der Ermittler auf eine unerwartete Tatsache. Bei der Untersuchung seiner Bewegungen fand er heraus, dass Thor sich im Juni 1977 in Eugene aufgehalten hatte, was bedeutete, dass er theoretisch die Möglichkeit gehabt hätte, diesen Doppelmord zu begehen. Der Mann wurde 1979 verhaftet. 2 Jahre nach dem Tod von Eric und Liana suchte er sich ein weiteres Opfer, schoss ihr direkt in seinem Auto in den Kopf, traf sie jedoch nur am Ohr. Die Frau schaffte es, aus dem Auto zu fliehen und ins Krankenhaus zu gelangen, während Thor entkam. Einige Monate später befand sich dieselbe Frau in einer Bar, als Thor plötzlich dort hereinkam. Als sie ihn erkannte, rief sie sofort die Polizei und der Mann wurde verhaftet. Dennoch gab es hier ein Problem. 1 Jahr, nachdem er zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, wurde der Mann von einem Mitgefangenen getötet. Damit hatten die Ermittler keine Möglichkeit mehr, eine direkte DNA-Probe von Thor mit dem Profil des Mörders abzugleichen. Die Polizisten begannen intensiv nach Gegenständen von Thor zu suchen, in der Hoffnung, dass irgendwo noch biologische Spuren von ihm erhalten geblieben waren. Doch zu diesem Zeitpunkt war längst alles verschwunden. Sie nahmen auch Kontakt zu den noch lebenden Verwandten des Täters auf, um deren DNA-Proben mit dem Profil des Mörders abzugleichen. Die Experten hätten eine enge Verwandtschaft feststellen können, was eine indirekte Bestätigung für Thors Beteiligung gewesen wäre. Doch alle seine Verwandten weigerten sich, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Während der Ermittler darüber nachdachte, wie er den Mann noch mit dem Doppelmord in Verbindung bringen könnte, verging viel Zeit. Die Technologie entwickelte sich jedoch weiter. Irgendwann erfuhr er von einer neuen Methode der DNA-Untersuchung namens Phänotypisierung. Dabei nutzen Experten das genetische Material einer Person, um ein mutmaßliches Porträt ihres Besitzers zu erstellen, was theoretisch bei der Aufklärung komplexer Fälle helfen kann. Die Polizei wandte sich an die Firma Parabon und übermittelte ihr eine Probe des Mörders von Eric und Liana. Einige Zeit später schickten die Experten ein erstelltes Profil zurück, das die Ermittler erschütterte. Es ähnelte unglaublich stark einem alten Foto von Thor. Dies verstärkte den Verdacht gegen den Mann nur noch mehr. Doch die Ermittler hatten nach wie vor dasselbe Problem: den Mangel an eindeutigen Beweisen. Doch auch das hielt nicht lange an. Die Ermittler erfuhren, dass Thors Bruder gerade verstorben war und sie eine DNA-Probe von ihm erhalten konnten. Diese wurde sofort ins Labor geschickt und die Ermittler hofften, dass die Analyse eine enge Verwandtschaft zeigen würde.
Doch es erwartete sie eine äußerst unerwartete Wendung. Es stellte sich heraus, dass der Mörder von Eric und Liana nicht mit Thors Bruder verwandt war, was bedeutete, dass auch Thor selbst nicht ihr Mörder sein konnte. Für die Ermittler war diese Nachricht eine große Enttäuschung. Zu diesem Zeitpunkt waren sie sich bereits fast sicher gewesen, dass er hinter dem Mord an Eric und Liana steckte. Doch nun standen sie wieder mit leeren Händen da. In den folgenden Jahren kam die Ermittlung nicht vom Fleck. Das ging so weiter bis ins Jahr 2020, als der leitende Ermittler von einer neuen Methode der DNA-Analyse namens genetische Genealogie erfuhr. Kurz gesagt, ermöglicht diese Methode die Suche nach Verwandten eines unbekannten DNA-Trägers in öffentlich zugänglichen genetischen Datenbanken, wodurch die Identität dieser Person festgestellt werden kann. Die Ermittler übergaben die Probe des Mörders an das Unternehmen Parabon und dieses machte sich an die Arbeit. Einige Monate später stießen sie auf eine bestimmte Familie, die zum Zeitpunkt des Mordes in der Umgebung von Eugene gelebt hatte. Dort gab es 3 Brüder mit dem Nachnamen Schroy. Und nach allen Kriterien wie Alter, Wohnort und ähnlichen Faktoren hätte durchaus einer von ihnen der Mörder sein können. Sobald der Ermittler diese Informationen erhielt, beschloss er, vorsichtig vorzugehen und heimlich DNA-Proben von jedem von ihnen zu beschaffen. Zunächst konzentrierten sich die Polizisten auf den mittleren Bruder, da er im Gegensatz zu den beiden anderen noch in der Nähe wohnte. Verdeckte Ermittler begannen, ihn zu observieren und warteten auf eine Gelegenheit, einen Gegenstand zu beschaffen, auf dem sich biologische Spuren des Mannes befinden könnten. Bald sahen die Polizisten, wie er eine Zigarettenkippe aus dem Auto warf. Sie hoben sie auf und schickten sie ins Labor. Die Experten führten eine DNA-Analyse durch, doch die Probe des Mannes stimmte nicht mit der des Mörders überein. Dennoch war offensichtlich, dass dieser Mann ein sehr naher Verwandter des Täters war, weshalb sich die Ermittler auf die beiden verbleibenden Brüder konzentrierten. Der ältere hieß Ronald, der jüngere Daniel. Zu diesem Zeitpunkt lebten sie in Arizona im selben Haus. Die Ermittler begannen, Informationen über die Vergangenheit der Männer zu sammeln und fanden schnell heraus, dass Daniel zum Zeitpunkt des Mordes an Eric und Liana beim Militär gedient hatte und daher keine Möglichkeit gehabt haben konnte, diese Tat zu begehen. Somit war der ältere Bruder Ronald der wahrscheinlichste Täter und die Polizei musste seine DNA-Probe beschaffen. Hier tauchte jedoch ein ernstes Problem auf. Er und sein Bruder lebten in einer bewachten Wohnanlage in einem Vorort von Phoenix, in die man ohne Ausweis nicht hineinfahren durfte. Da die Polizisten planten, verdeckt zu arbeiten, um den Mann nicht zu verschrecken, konnten sie nicht einfach eine Observation direkt vor seinem Haus durchführen? Daher blieb ihnen nichts anderes übrig, als in der Nähe des Eingangstores seiner Wohnanlage auf ihn zu warten. Allerdings fuhr er so gut wie nirgendwo hin. Zu diesem Zeitpunkt war er 66 Jahre alt und verbrachte die meiste Zeit zu Hause. Dabei erfuhren die Ermittler etwas Interessantes. Ronald hatte eine beeindruckende kriminelle Vergangenheit, unter anderem wegen Körperverletzung und sexueller Nötigung. Alles deutete darauf hin, dass er der Mörder sein musste. Doch die Ermittler konnten einfach keine DNA-Probe von ihm beschaffen, ohne dass der Mann davon erfuhr. Da begann der leitende Ermittler darüber nachzudenken, wie sie einen Beschluss zur Zwangsentnahme einer DNA-Probe erwirken könnten. Da es keine direkten Beweise gegen den Mann gab, war es äußerst schwierig, eine solche Entscheidung durchzusetzen, doch sie hatten keine anderen Optionen. Doch während der Ermittler darüber nachdachte, geschah etwas Unerwartetes. Am 24. Februar 2021 erhielt er einen Anruf mit der Nachricht, dass Ronald tot in seiner Wohnung aufgefunden worden war. Es stellte sich heraus, dass er sich mit seinem jüngeren Bruder gestritten hatte und daraufhin in ein anderes Zimmer gegangen war. Wenige Sekunden später hörte Daniel einen Schuss. Für die Ermittler im Fall von Eric und Liana war dieses Ereignis ein schwerer Schlag. 43 Jahre nach dem Verbrechen waren sie der Festnahme des Täters endlich sehr nahe gekommen. Zu einer Verhaftung kam es jedoch nicht. Nun hatte die Polizei allerdings die Möglichkeit, eine DNA-Analyse zu beantragen, und die Experten bestätigten schließlich das, woran praktisch niemand mehr gezweifelt hatte. Ronalds DNA stimmte vollständig mit den biologischen Spuren vom Tatort überein. Nun, da die Polizei endlich den Beweis für die Beteiligung des Mannes an dem Mord hatte, begannen die Ermittler, Ronalds Vergangenheit genauer unter die Lupe zu nehmen.
Sie sprachen mit seinem jüngeren Bruder, der sich in echtem Schock befand, als er von den Ergebnissen der DNA-Analyse hörte. Der Mann erzählte, dass Ronald schon immer sehr aufbrausend und aggressiv gewesen sei, ständig in Schlägereien verwickelt war und insgesamt alles andere als ein ausgeglichener Mensch gewesen sei. Der Bruder konnte sich jedoch nicht vorstellen, dass Ronald einen Doppelmord begangen hatte. Daniel erzählte außerdem etwas Interessantes. Seinen Worten zufolge schauten er und Ronald oft Krimiserien im Fernsehen, meist über alte Verbrechen, die erst nach vielen Jahren aufgeklärt worden waren. An einem dieser Tage ging es im Fernsehen um die Suche nach Mördern mit Hilfe öffentlich zugänglicher genetischer Datenbanken. Daniel sagte ganz beiläufig, dass er nichts dagegen hätte, seine eigene Probe dort hochzuladen, um vielleicht entfernte Verwandte zu finden. Als Ronald das hörte, sprang er plötzlich auf und begann seinen Bruder anzuschreien. Er sagte, das sei eine dumme Idee und er solle so etwas auf keinen Fall tun. Damals verstand Daniel nicht, warum sein Bruder so emotional reagierte. Doch nach dem Besuch der Kriminalbeamten wurde ihm der Grund für diese Angst klar. Dabei hatten beide Brüder keine Ahnung gehabt, dass die Polizei ihnen bereits auf der Spur war und dass Ronalds Festnahme nur noch eine Frage der Zeit gewesen wäre, sobald ein Richter die Entnahme seiner DNA genehmigt hätte. Somit stand sein Tod in keinerlei Zusammenhang mit den Ermittlungen. Aufgrund der Erzählungen seines jüngeren Bruders konnte Ronald jedoch offenbar ahnen, dass die moderne DNA-Technologie es der Polizei früher oder später ermöglichen würde, seine Beteiligung an dem Verbrechen aufzudecken. In diesem Fall könnte der Mann sein ganzes Leben lang in Angst gelebt haben, weil er wusste, dass seine Verhaftung irgendwann unausweichlich sein würde. Bei den Angehörigen von Eric und Liana löste all dies gemischte Gefühle aus. Einerseits empfanden sie Erleichterung darüber, dass der Schuldige an ihrem Tod endlich identifiziert worden war. Andererseits war ihnen bewusst, dass Ronald sein ganzes Leben lang ungestraft davongekommen war und dass der Polizei buchstäblich nur wenige Tage gefehlt hatten, um einen Haftbefehl zu erwirken und ihn festzunehmen. Wie dem auch sei. Der Mord an Eric und Liana gilt heute offiziell als aufgeklärt, da die Ergebnisse der DNA-Analyse keinen Zweifel an Ronalds Beteiligung lassen. Auch wenn der Mann nicht bis zum Ende seines Lebens hinter Gittern saß, dürfte allein das jahrzehntelange Warten auf die unausweichliche Entdeckung für ihn eine schwere Last gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.